peace and study your word. Danke, dass wir uns hier in Frieden versammeln können und dein Wort studieren können. Please be in our hearts and give us your spirit now. Und bitte sei es in unseren Herzen und gib uns bitte deinen Geist. Cleanse us through your word. Reinige uns durch dein Wort. And establish our faith. Und gründe unseren Glauben. And I want to ask you for this and thank you in Jesus' name. Wir möchten dafür bitten und dir danken in Jesu Namen. Amen. Okay, let's begin by going to Matthew 24. Wir fangen an mit Matthäus 24. What I'm trying to achieve here is that we've been looking at this little time of peace. Was ich hier erreichen möchte, ist, wir haben uns ja diese kleine Zeit des Friedens angeschaut. And right here is an illustration, and it's really an illustration of the final test. Und das hier auf der Tafel ist eine Darstellung des finalen Tests. Because the Sunday law to the final review is just a big fractal, right? It's a test for a group of people, this God's people, the Seventh-day Adventist Church, right? Das Sonntagsgesetz bis zur finalen Untersuchung ist letztendlich der Test für Gottes Volk, für die 7-Tags-Adventisten. Okay, and this is just a large illustration of our individual test. Und das ist einfach nur eine große Darstellung von unserem individuellen Test. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Denn es sei denn, dass ein Mensch von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. And this test is illustrated that it begins with a birth and leads you to this final birth. Und dieser Test ist so dargestellt, dass es mit einer Geburt anfängt und es führt dich dann ganz zum Schluss zu einer weiteren Geburt. And as we've read many times, Christ begins the work of cleansing the human heart of sin, and this is where he finishes it, right? Wie wir oftmals schon gelesen haben, hier fängt Jesus an, das menschliche Herz zu reinigen von der Sünde, und dort am Ende schließt er das dann ab. And if I wrote Midnight Cry here and Ninth Hour here, it's just an illustration of our own individual personal test that we're going to go through, right? Und wenn ich jetzt hier Mitternacht zu viel schreiben würde und da am Ende die 9. Stunde, dann wäre das einfach nur eine Darstellung von unserem individuellen Test, durch den wir alle durchgehen müssen. And we're looking at this quote that shows these 2 times of trouble. Und wir haben dieses Zitat uns angeschaut, was diese 2 Zeiten der Trübsal beschreibt. And we see that the first time of trouble is prefigured by 1848, the American Civil War, the First World War. Und wir haben gesehen, die erste Zeit der Trübsal ist vorausgestattet durch 1848, durch den Bürgerkrieg in Amerika und den Ersten Weltkrieg. Also Daniel 11:40. Oder auch Daniel 11, Vers 40. And it leads down to this second time of trouble, prefigured by the Second World War. Und das führt dich hinab zu dieser zweiten Zeit der Trübsal, dargestellt durch den Zweiten Weltkrieg. Where millions of Jews were murdered in concentration camps. Wo Millionen von Juden in Konzentrationslagern umgebracht worden sind. All prefiguring the point where God's people come face to face with death. Und all diese Geschichten erschatten diesen Punkt voraus, wo Gottes Volk mit dem Tod ins Angesicht kommt. Right, and we know that this is the point where all character will be revealed. Und das ist der Punkt, wo jeglicher Charakter offenbart werden wird. Many people will pass this test, but they won't pass this test. Right? Viele werden den ersten Test bestehen, aber den zweiten Test dann nicht mehr bestehen. Okay, we know from Job this is the test for all your worldly connections, but this is the test for your own life also. Das ist basierend auf dem Buch Hiob. Der erste Test geht um deine ganzen weltlichen Beziehungen und Besitztümer. Und der zweite Test geht dann aber um dein eigenes Leben. And the 4 and the 6, which is a symbol of the law that was given Moses on Mount Sinai. Und hier diese Zahl 4 und 6 ist ja ein Symbol für das Gesetz, was dem Mose auf dem Berg Sinai gegeben wurde. It's marking this point where the Lord, as He removes the sin from your heart, He's writing His law
on the tables of your heart. Markiert diese Tatsache, dass wie der Herr die Sünde aus deinem Herzen entfernt, dass er dann ebenso sein Gesetz auf dein Herz schreibt. Okay, but what I want to go through is we want to look at this very closely at the order of events. Was ich machen möchte, ist jetzt, ich möchte mit euch sehr genau auf die Abfolge der Ereignisse blicken, So that we can understand this little point here, this little time of peace. sodass wir in der Lage sind, diesen Punkt hier, diese kleine Zeit des Friedens zu verstehen. How do we recognize it? What are we required to do? Wie wir diese Zeit erkennen, was von uns dann gefordert sein wird in dieser Zeit, Okay, so that we can respond accordingly. sodass wir dann dementsprechend auch darauf reagieren können. So what we're going to do is we're going to take Matthew 24, Mark 13 and Luke 21. Also was wir jetzt tun werden, wir werden Matthäus 24, Lukas 21 und Markus 13 uns anschauen. And I've basically combined them together Und wir werden sie letztendlich zusammenfügen and trying to show the right order of how things will come from the Sunday law all the way down to the end. und wir werden dann die richtige Reihenfolge aufzeigen der Ereignisse, die vom Sonntagsgesetz bis zum Ende einer Untersuchung abfolgen werden. Okay, let's begin. Matthew 24, verses 3 to 5. Scott, if you want to begin. Fangen wir mit Matthäus 24, Verse 3 bis 5 an. And he sat upon the Mount of Olives. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world? And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Right? So, the typifying God's people who want to understand the events of the end of the world. Right? Und das schaut ihr alles, Jünger schatten jetzt hier Gottes Volk voraus, die am Ende der Welt Gottes oder die Ereignisse verstehen wollen. And the very first thing Christ does is say, be not deceived. Das allererste, was Christus antwortet, ist, hüte dich davor, verführt zu werden. Because the first thing that's happened is that many false prophets will arise and deceive many. Und das erste, was passieren wird, ist, dass hier viele falsche Propheten auftreten werden und viele verführen werden. Now, and we see that in the illustration of 1848, Und das können wir sehen in der Darstellung von 1848. and we also see it in the First World War. Und das können wir auch im Ersten Weltkrieg sehen. And the General Conference made this statement telling them all, yeah, you should just go and serve in the army because the Jews carried weapons in the past. Dass die Deutsche Vereinigung gesagt hat, ja, tragt ruhig die Waffen und ihr könnt am Ersten Weltkrieg teilnehmen, so wie die Juden damals auch Waffen getragen haben und auch am Sabbat gedient haben. So, and the biggest problem that Christ had when he came was that the Jews of old only correlated to God's word literally and never understood the spiritual things. Das größte Problem, was Jesus hatte, als er kam, war, dass die Juden immer nur einen buchstäblichen Bezug zur Bibel hatten und die geistlichen Dinge nicht verstanden haben. And that's speaking about us. Und das spricht natürlich über uns hier. So if we don't have a correct understanding of God's word, we will also be deceived by these people. Right? Deswegen, wenn wir selbst kein korrektes Verständnis von Gottes Wort haben, dann werden wir auch verführt werden durch diese Leute. Right, and okay, Maris, read Luke 21, verse 8. Lesen wir jetzt Lukas 21, Vers 8. And he said, Take heed that ye be not deceived. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and the time draweth near. Go ye not, therefore, after them. So, what is Christ telling us not to do? Also was sagt Jesus hier, was sollen wir nicht tun? Go after them. Don't go after them, right? Geht ihnen nicht nach. You must be able to discern between good and evil, right? Du musst in der Lage sein, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Okay, and that's why Christ said, man shall not live by bread alone, but by every word of God, right? Und deswegen sagt dir Jesus, der Mensch soll nicht vom Brot allein leben, sondern von jedem Wort Gottes. Okay. So, go to 2 Timothy chapter 3. Gehen wir jetzt zu 2. Timotheus Kapitel 3.
verses 8 and 9. Verse 8 bis 9. Now, Sister White took God's people in Egypt, and she also paralleled it to the American Civil War, which is also paralleled by Daniel 11:40, right? White hat ja die Geschichte von Gottes Volk in Ägypten genommen und es parallel gesetzt mit dem Bürgerkrieg in Amerika. So, on this war, Das war ein Krieg zwischen Nord und Süd. okay, and she takes this illustration of Egypt's slavery and she puts it right here, right? Sie benutzt dann diese Darstellung von Ägyptens Knechtschaft und setzt es dann hier ins Sonntagsgesetz. And we know that according to the reform lines, this is the point where Moses comes before Pharaoh, and Pharaoh says, "Who is God that I should obey his voice?" Wir wissen basierend auf den Reformlinien, dass das der Punkt ist, wo Mose das erstmal vor Pharao kommt und Pharao sagt, wer ist der Herr, dass ich seiner Stimme gehorchen sollte. And this is where Moses, right, does this, throws down the staff on the floor, and it turns to a serpent. Und das ist auch, wo Mose ja den Stab dann auf den Boden wirft und er zu einer Schlange wird. But who counterfeits it? Aber wer fälscht das? Jannes and Jambres, right? Jannes und Jambres. Okay, so right here, these false prophets is illustrated by Jannes and Jambres. Also hier werden diese falschen Propheten also diese ersten falschen Propheten durch Jannes und Jambres repräsentiert. Okay, and we understand that when he did not let them go, what then began to happen? Und als Pharao sie nicht ziehen hat lassen, was ist dann passiert? No, the plagues began to fall on Pharaoh because he. Fingen die Plagen anzufallen. So you had these first 3 plagues, right? Die hatten dann fielen die ersten 3 Plagen. And whenever those plagues came, who counterfeited those plagues? Und immer wenn diese Plagen kamen, wer hat dann diese Plagen gefälscht? Jannes and Jambres, right? Jannes und Jambres. So Jannes and Jambres go all the way up to this point, right? Deswegen Jannes und Jambres, die reichen dann bis hier zu diesem Punkt im Mitternachtsbuch. Because we know right here that the finger of God is illustrated, and they were not able to counterfeit from this point forward. They could not do any more Wir wissen, counterfeit, dass right? die unter der 3. Plage ja der Finger Gottes dann manifestiert wurde und sie konnten ab der 3. Plage nicht mehr fälschen. Now it says here in 2 Timothy 3, 8 and 9, if you want to read that, Philip. Und wir lesen jetzt 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 8 bis 9. Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth. Men of corrupt minds reprobate concerning the faith. But they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also. Right, so who is Jannes and Jambres been likened unto here in these verses? Wen wird Jannes und Jambres jetzt hier in diesen Versen verglichen? Okay, men of corrupt minds, right? Männer mit verdorbenem Verstand. But it says their folly shall be manifest, right? Es steht, dass ihre Torheit manifestiert werden wird. And what's folly? Und was ist Torheit? Foolishness, right? Torheit. So we know right here at the midnight cry that the foolish virgins will be manifest, right? Hier im Mitternachtsruf werden die törichten Jungfrauen offenbart werden. Okay, so and it says, but whoever Jannes and Jambres is typifying, it says that they will proceed no further, right? For their folly shall be manifest unto all men, as theirs was also. So it's just paralleling these with God's people, or these people of a reprobate mind at the end of the world. Also steht ja hier, dass sie nicht weiter fortfahren dürfen, also ab dem Punkt dort, wo sie offenbart werden, wo ihre Torheit offenbart wird, und sie stellen also diejenigen dar, die dann hier offenbart werden. Verse 13 and 14 it says, Vers 13 und 14 but im Kapitel. evil man, and seducers, which are the standards and Jambres, right, shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. So they get from the beginning worse and worse, right? Goes always down, but it says, and but continue thou
in the things which thou hast learned and hast assured of knowing of whom thou hast learned them, verse 15, Vers 15. that from a child you know the holy things which are able to make you wise unto salvation through faith which is in Jesus Christ. So it's from your childhood, right, which is also the beginning because the birth, Yes. right? You are basically taught these things, and Until you, you're 12. yes, you are supposed to get better and better and better while they go worse, worse and worse. So it's two opposite. Du sollst seit deiner Kindheit sollst du in den Heiligen Schriften unterwiesen werden, um weise zur Erlösung zu werden. Hier hast du die Geburt und wirst als Kind dann bis zum Alter von 12 Jahren unterrichtet. Wohingegen diese Leute dargestellt durch Johannes und Jan, wirst immer schlimmer und immer schlimmer werden. Okay, Just so one small point maybe. yes. Because it says then in verse 16, all scripture is given by inspiration of God, and so on and so forth. So it just shows They're going to reject it. yes, this contention where they will argue about the inspiration. Because that's the way it says, right? They will doubt the inspiration, this spirit of devils. Okay, that document that you could read, it's all about the inspiration of God, right? Also hier in Vers 16 fügt dann Paulus hinzu, dass alle Schrift durch Inspiration gegeben ist. Und in dem Kontext sehen wir dann, dass die Inspiration angezweifelt werden wird in diesem Test. Und das ist auch, was Ellen White in vielen anderen Textpassagen schreibt, dass in diesem finalen Test die Inspiration von Gottes Wort oder den Zeugnissen angezweifelt Will you put werden. your own human construction on God's word, or will you realize that my thoughts are not your thoughts and my ways are higher than your ways, right? Also es geht letztendlich ja dann darum, ob man die eigene menschliche Construction, Gebäude sozusagen auf Gottes Wort legt oder ob man glaubt, dass Gottes Gedanken nicht unsere Gedanken sind und seine Gedanken viel höher sind als die unseren. Okay, so let's go back to Matthew 24. Gehen wir zurück zu Matthäus 24. So the first thing he says is be not deceived, right? Das allererste, was er gesagt hat, war ja, hütet euch davor, verführt zu werden. And Daniel, read verse 6. Wir lesen jetzt Vers 6 in Matthäus 24. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye do not trouble, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Sandra, read Mark 13 and verse 7, please. Und lesen wir jetzt Markus 13, Vers 7. And when you shall hear of wars and rumors of wars, be not troubled, for such things needs be, but the end shall not. And Susie, read Luke 21 and verse 9, please. Und jetzt lesen wir Lukas 21, Vers 9. But when ye shall hear of wars and Commotions. commotions, to be not terrified, for these things must first come to pass, but the end is not by. Okay, so when you bring all these three things together, it says that certain things have to come to pass first, right? Also wenn wir diese drei Textstellen jetzt zusammenbringen, dann sehen wir, dass etwas zuerst stattfinden muss, bevor das Ende da ist. It's wars and rumors of wars and commotions, right? Also Krieg und Kriegsgerüchte und Unruhen und so weiter. Wars and rumors of wars need to come to pass first, right? Das muss zuerst stattfinden. Okay, so and then it adds to that. If you read Daniela, read Matthew 24 verse 7, and Margaret, and you read Mark 13 verse 8. Please. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. So, Matthäus 24 wieder, 7 und 8. But for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be earthquakes in diverse places, and there shall be famines and troubles. These are the beginnings of sorrows. Okay. Right, Und and das war auch noch Markus 13, Vers 8. yes, Fiona, just read Matthew 24 verse 8, please, to finish up. Und Matthäus 24, Vers 8. All these things are the beginning of sorrows. Right.
So the things that get added to that, right? The wars and rumors of wars is that there's going to be nation rise against nation, but specifically it says that there shall be famines, pestilence, and earthquakes, right? Nation soll gegen Nation aufstehen, aber es sagt uns dann besonders auch noch, dass dort es Hungersnöte, Pestilenz und Erdbeben geben wird. Okay, now we're in a type of this time period, right? Und wir sind ja in einem Typus dieser Zeit. Do we see all those things, right, around the world? Sehen wir diese Dinge in dieser Welt? Yes, it's on a small scale, but it's still, there's a lot going on around the world, right? Es ist auf einem niedrigen Niveau, aber es geht trotzdem schon viel in dieser Welt. What about this one right here? Was ist mit diesem Punkt hier, mit der Pestilenz? Alright, coronavirus, right? Coronavirus momentan. They're now saying it's a pandemic, right? Sie sagen mittlerweile, dass es eine Pandemie geworden ist. Now, at the end of the First World War, what broke out? Am Ende des Ersten Weltkriegs, was brach dort aus? Yes, it's Spanish flu, but it was a pandemic, Die spanische Grippe, und das war auch eine Pandemie. right? So, it's no accident that it's also telling us that this is telling us where we are, right? Und das ist auch kein Zufall, es zeigt uns alles auf, wo wir uns mittlerweile befinden. When it says at the end of the First World War this broke out, right, then there's something more worse than comes during this period of the First World War. Say that again. Because it says that under the first signs, right, there's pestilence, right? Yes. But under the second, there's again pestilence, right? Yes. The second one has to be worse than the first one. Yes. So, and when we say at the end of the First World War, a pandemic broke out, right? It means that this pandemic, right, has to be worse than what has been before. If you look in, Also, right? wir haben ja unter beiden Kriegen oder beiden Erschütterungen sozusagen, sagt Jesus, dass es da Pestilenz sein wird. Deswegen die Pestilenz unter der zweiten Erschütterung muss also stärker sein als unter der ersten. So what I want to say is when you look at the pest, I think it was Spanish flu, right? Of 50 million that died and that. Am Ende des Ersten Weltkriegs gab es ja die spanische Grippe und mindestens 50 Millionen sind davon gestorben. So if you look at, because from, I don't know, but I looked a little bit on what kind of pestilence and pandemic and all these sorts of things were in the last couple of years, and you have things like Ebola and all sorts of things, right? Which have been worse, but if you compare it with Which have been bad. Bad, yes. Yes. But the number is quite small, so it's just. Also ich habe dann jetzt mal ein paar Sachen jetzt mir angeschaut, was für so Krankheiten und Epidemien und Pandemien es gab in den letzten Jahren. Da gab es halt Ebola und solche Sachen. Und das war zwar schon schlimm, aber... But if you look at the numbers, it's like Ebola had like 11,000 infected, 800 died or something like this. Aber die Anzahl der Toten und Infizierten war jetzt nicht so hoch. If you look at what happens now, if you just go by the official thing that the news published, right, and this was already a couple of days ago that I looked, it was 40,000 infected and already 900 died within a month. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Coronavirus anschaut, allein was die offiziellen Zahlen sagen, da sind über 40.000 Infizierte mittlerweile und mittlerweile über 1.000 Tote. The thing is, it rises about around 30% per day. Right. Und der Anstieg der Infizierten ist 30% pro Tag. So that will go high. Okay, the point I want to make is that in the First World War, when these false leaders made this statement that you were all to go and join the army, right? Im Ersten Weltkrieg, als diese falschen Führer gesagt haben, geht und schließt euch der Armee an.
there was a movement rose up, right? Da ist ja diese Bewegung innerhalb der Adventisten dann aufgekommen. And one of the things that that movement refused to do was to be vaccinated. Eine Sache, die diese Bewegung abgelehnt hat zu tun, war, sich impfen zu lassen. Right? So, I just want you to think about it, right? This thing here, when it gets worse and worse, right? Diese Sache hier, wenn sie immer schlimmer werden wird, And they find a vaccination for it, und sie einen Impfstoff dagegen finden, what are they going to say to everybody to do? was werden sie dann sagen, dass alle tun sollen? No, they're going to tell you to be vaccinated. Yes. Right? Und werden sagen, dass du geimpft werden musst. But how do you think that it will be looked upon if you refuse to be vaccinated? Aber wie meint ihr, wird das ausschauen, wenn du es ablehnst, geimpft zu werden? So I'm just letting you think of that particular point right here, because we are going to have to stand. Ich möchte einfach nur, dass ihr darüber nachdenkt, denn wir müssen auch ebenso dafür einstehen. Okay. Now you can argue this point as much as you want, but the body is a temple, right? Du kannst mit diesem Punkt so viel debattieren, wie du willst, aber unser Leib ist ein Tempel. Right? Richtig? And if the body's a temple, it says you're not to put anything evil into this body, right? Und wenn dein Leib ein Tempel ist, dann sagt es ja, du wirst nicht Bösartiges bewusst in deinen Körper bringen. It says that the temple is holy, Und der Tempel ist heilig. right? And vaccinations are not holy, right? Und Impfungen sind nicht heilig. Okay, we have to trust that God is able to save us, right? Wir müssen vertrauen, dass Gott in der Lage ist, uns zu retten. So that's going to be you can be sure that that will be a real test that will confront many people. Wir können sicher sein, dass das ein wahrer Test sein wird, dem viele ausgesetzt sein werden. Okay, so the disciples are asking for the sign, right? Die Jünger, die fragen hier nach einem Zeichen, richtig? Okay, but no. Okay, I didn't put that in there, but just go to Matthew 24. Gehen wir jetzt in unsere Bibel zu Matthäus 24. Yes, I forgot to put that. Doesn't matter. Das ist nicht in den Notizen drin. 24 verse 15. Matthäus 24, Vers 15. And Lawrence, if you use 15 and 16 first. Wir lesen Matthäus 24, Vers 15 bis 16. When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. Then let them which be in Judea flee into the mountains. Okay? So, when you were to see this promised sign, right, was when Cestius surrounded Jerusalem. Also, wenn man dieses versprochene Zeichen gesehen hat, dann war es Cestius, der Jerusalem umlagerte. What were you to do? Was sollte man da machen? You had to flee, right? Man musste fliehen. But let's read this next quote. Lass uns das nächste Zitat hier lesen. And we read 4b. a similar quote to this last night, Und ein ähnliches Zitat haben wir bereits gestern Abend gelesen. but this one is better. Aber das ist noch besser. It says, not one Christian perished in the destruction of Jerusalem. Christ had given his disciples warning, and all who believed his words watched for the promised sign. After the Romans had surrounded the city, they unexpectedly withdrew their forces at a time when everything seemed favourable for an immediate attack. In the providence of God, the promised signal was thus given to the waiting Christians, and without a moment's delay they fled to a place of safety, the refuge city Pella, in the land of Perea beyond Jordan. Right? So,
when Cestius surrounds Jerusalem, you can't get out, right? Also wenn Cestius Jerusalem umlagert, kannst du nicht raus. So you can't flee here. Deswegen kannst du hier noch nicht fliehen. So what marks the point where you're able to flee? Was markiert den Punkt, wo du in der Lage bist zu fliehen? Right, when Cestius hastes away, Wenn right? Cestius hinwegfliegt. Okay, so that marks the point where you have to flee. So we need to understand this, right? Also das markiert den Punkt, wo du fliehen musst. Das müssen wir verstehen. Because as we read yesterday, you have to flee to the refuge city, right? Wie wir gestern gelesen haben, wir müssen zur Zufluchtsstadt fliehen. Okay, and when you flee to the refuge city, what is it a symbol of? Und wenn du zur Zufluchtsstadt fliehst, wofür steht das symbolisch? Christ in you. Oh, okay, yes, flee to Christ, but what is, when you come to the refuge city, what's taking place? Right. Also du musst zu Christus fliehen, aber wenn du da ankommst an der Stadt, was passiert dann zuerst? Ein Untersuchungsgericht. Right, so we know, right, that right here, Und wir verstehen, dass genau hier you have the investigative judgment of the living. haben wir das Untersuchungsgericht der Lebenden. Okay, and it's marked by the beginning of this next time of trouble. Und das Right? markiert den Anfang dieser nächsten Zeit der Trübsal. So, when Cestius flees, Und wenn Cestius wegflieht, you have this little time, this little pause to get from that time or to see that sign and flee to Christ. dann wird diese Right? kleine Zeit, diese kleine Zeitspanne, diese kleine Pause, dieses Zeichen zu sehen und zu Christus zu flüchten. Right? Richtig? Okay, let's read this next quote. Lass uns dazu das nächste Zitat lesen. Das ist ein Großplan. It says, "Not one Christian perished in the destruction of Jerusalem. Christ had given his disciples warning, and all who believed his words watched for the promised sign. When ye shall see Jerusalem compassed with armies, said Jesus, then know that the desolation thereof is nigh. Then let them which are in Judea flee to the mountains, and let them which are in the midst of it depart out. After the Romans, under Cestius, had surrounded the city, they unexpectedly abandoned the siege when everything seemed favourable for an immediate attack. The besieged, despairing of successful resistance, were on the point of surrender, when the Roman general withdrew his forces without the least apparent reason. But God's merciful providence was directing events for the good of his own people." So, what condition were the Jews in right at that point? In welchem Zustand befanden sich die Juden zu dieser Zeit? Okay, there was a point where they felt that they had no choice but to surrender. Es war eigentlich der Punkt schon gekommen, wo sie dachten, sie müssen sich jetzt ergeben. So that's something that we need to understand, right? Also das ist auch etwas, was wir verstehen müssen. Okay? The promised sign had been given to the waiting Christians, and now an opportunity was offered for all who would to obey the Saviour's warning. Events were so overruled that neither Jews nor Romans should hinder the flight of the Christians. Upon the retreat of Cestius, the Jews sallying from Jerusalem pursued after his retiring army, and while both forces were thus fully engaged, the Christians had an opportunity to leave the city. At this time, the country also had been cleared of enemies who might have endeavoured to intercept them. At the time of the siege, the Jews were assembled in Jerusalem to keep the Feast of Tabernacles, and thus the Christians throughout the land were able to make their escape unmolested. Without delay, they fled to a place of safety, the city of Pella, in the land of Perea, beyond Jordan. So, the question is, what is Seite 30.2. What is taking place there at that point that allows you to flee? Also was findet dort statt, was dir dann die Möglichkeit gibt zu fliehen?
No, that's not what allows you to flee. I mean, Scythius retires, but also the Jews. The Jews go to fight with him, right? Also Sestius flieht weg, aber die Juden gehen ihm hinterher, um mit ihm zu kämpfen. Right, and it's because of this that they can't hinder you then from fleeing, right? Weil das passierte, konnten sie dich dann nicht hindern zu fliehen. So these Jews represent a group of people who refuse to bow down, but at the same time they're still breaking God's law. Also diese Juden stellen also eine Gruppe dar, die sich weigern, niederzufallen, Rom sich zu ergeben, aber trotzdem brechen sie Gottes Gesetz. So if we go back to the time of the rebellion, and after the 12 spies had returned and there was this rebellion took place. Und wenn wir jetzt zur Rebellion von Kadesh Barnea gehen, wo die 12 Spione zurückkamen und dann die Rebellion stattfand. Okay, the Lord banished them into the wilderness for 40 years. Da hat der Herr sie ja in die Wüste verbannt für 40 Jahre. What did the Jews then do? Und was haben die Juden dann gemacht? They went and tried to conquer. Yeah, they went and tried to conquer the world in their own strength, right? Sie sind dann losgegangen und haben versucht, die Welt in ihrer eigenen Kraft zu besiegen. So we understand that these Jews going to fight against the Romans think that God is with them, but they're going in their own strength. Deswegen Right? diese Juden hier, die dann gegen die Römer hier kämpfen, sie denken, dass Gott immer noch mit ihnen ist, aber sie kämpfen in Wirklichkeit in ihrer eigenen Stärke. Okay, let's just read this next paragraph. Lass uns den nächsten Absatz dazu lesen. It says, the Jewish forces pursuing after Sestes and his army fell upon their rear with such fierceness as to threaten them with total destruction. It was with great difficulty that the Romans succeeded in making their retreat. The Jews escaped almost without loss, and with their spoils returned in triumph to Jerusalem. Yet this apparent success brought them only evil. It inspired them with that spirit of stubborn resistance to the Romans, which speedily brought unutterable woe upon the doomed city. So, what is it teaching us about the mindset of these people? Was lehrt uns das über das Gedankengut dieser Leute hier? These people that go and try to do God's work in their own strength, what does it do to their minds? Also diese Leute, die hier losgehen und Gottes Werk in eigener Kraft tun wollen, was macht das mit ihrem Verstand? Strengthens them in what? Stubbornness. Stubborn resistance. Also das verstärkt sie in ihrer sturen Widerstandshaltung. Right, it only makes them more stubborn and proud, right? Macht sie nur noch sturer und stolz. Okay, so next paragraph. Nächster Absatz. We read this also last night. Das haben wir auch schon gestern Abend gelesen. Es ist sehr heiß. Can we open something? It's so hot. When the idolatrous standards of the Romans should be set up in the holy ground, which extended some furlongs outside the city walls, then the followers of Christ were to find safety in flight. When the warning sign should be given, those who would escape must make no delay. Throughout the land of Judea, as well as in Jerusalem itself, the signal for flight must be immediately obeyed. He who chanced to be upon the housetop must not go down into the house, even to save his most valued treasures. Those who were working in the fields or vineyards must not take time to return for the outer garment laid aside. While they should be toiling in the heat of the day, they must not hesitate a moment lest they be involved in the general destruction. Right, so it's marking two classes right here. Right? Es markiert hier zwei Klassen. Okay, so one class right here recognize the sign and they flee to Christ. Eine Gruppe hier, sie erkennen das Zeichen und fliehen zu Christus. The other class take things in their own strength upon their own hands and they go to do God's work in their own strength. Und die andere Klasse, sie nehmen Gottes Werk in die eigenen Hände und gehen vorwärts in eigener Kraft.
Right, so what is the sign that we have to see? Also was ist das Zeichen, das wir sehen müssen? Okay. I wouldn't quite put it like Jeff going into the cities, but we have to see that Also Jeff, dass er in die Städte geht. Und sie planen das ja zumindest schon, dass sie das tun wollen. no, I'm not denying that. I'm saying not just Jeff, it's this. We've got Parminder's group also, right? So we've got to take these things into Das ist consideration. einfach verstehen, dass es natürlich nicht nur Jeff sein wird, sondern auch Paminders Gruppe ist ja auch eben noch so noch da und die werden das auch tun. But it's no accident that at this moment in time, as Spiro said, Brother Jeff, and that they're preparing to go into, is it, sorry? Nashville, right, and other places, and to warn the people there about an atomic bomb that's going to land later or go off later on this year, right? Und es ist ja, denke ich mal, kein Zufall, dass Bruder Jeff und seine Gruppe jetzt planen, nach Nashville zu gehen, um dort die Warnung auszusprechen, dass jetzt im Juli diesen Jahres da eine Atombombe gezündet werden wird. Okay, so when they do this, right, that's the sign. Wenn sie das tun, das ist das Zeichen. Because they haven't done it yet, right? So this is what I don't think we're quite in this time, but it's there, right? Noch nicht wirklich gemacht, deswegen denken wir, sind wir noch nicht völlig in dieser Zeit angekommen, aber man sieht, dass es vor der Tür steht. Because when the sign is there, how much time do you have according to this quote that we just read? Und wenn das Zeichen da ist, wie viel Zeit werden wir haben, gemäß dieser Zitate, die wir gelesen haben? Not a moment is to be lost, right? Da soll kein einziger Moment verloren gehen. Without delay, it says. Ohne Verzögerung. So those that delayed, you're going to lose your soul, right? Diejenigen, die verzögern, die werden ihre Seele verlieren. So what I'm saying is that the Lord's not going to test us on something that we don't understand, right? Wir müssen verstehen, der Herr wird uns nicht an irgendwas prüfen, was wir noch nicht verstanden haben. So He must bring this to our attention, make us understand it, so that when it happens, we can clearly obey the sign, right? Der Herr muss das ja letztendlich in uns Aufmerksamkeit bringen. Wir müssen das richtig verstehen. Und das, wenn es dann stattfindet, dann können wir es sehen und verstehen. Okay, but let's read this next quote. Aber lass uns das nächste Zitat lesen. It says, the enemy of souls has sought to bring in the supposition that a great reformation was to take place among Seventh-day Adventists, and that this reformation would consist in giving up the doctrines which stand as the pillars of our faith, and engaging in a process of reorganization. Were this reformation to take place, what would result? The principles of truth that God in His wisdom has given to the remnant church would be discarded. Our religion would be changed. The fundamental principles that have sustained the work for the last 50 years would be accounted as error. A new organization would be established. Books of a new order would be written. A system of intellectual philosophy would be introduced. The founders of this system would go into the cities and do a wonderful work. The Sabbath, of course, would be lightly regarded, and also the God who created it. Nothing would be allowed to stand in the way of the new movement. The leaders would teach that virtue is better than vice, but God being removed, they would place their dependence upon human power, which without God is worthless. Their foundation would be built on the sand, and storm and tempest would sweep away the structure. Who is it referring to? It's written in that quote. Auf wen bezieht sich das hier? Das können wir aus dem Zitat entnehmen. No, I'm not asking for a title. I'm on about it. Specifically points to us in the Bible. Where is it pointed to in the quote? Also, wo nimmt das Bezug hier in dem Zitat auf welche Bibelstelle?
New organization. Pointed to the Bible, I said. Das weist auf die Bibel, auf etwas in der Bibel hin. So it's written right in there. We've read it many times. Das ist hier noch niedergeschrieben. Explain what you mean. I'm saying that it's written, whatever is there is telling us is written in the Bible. So something that's written in the Bible is in that quote, and it's telling you who it's referring to. Was in der Bibel steht, ist, finden wir auch hier in dem Zitat. Revelation 22, they are adding something. No, Margaret. Something in the quote is written, that's written in the Bible. Etwas in dem Zitat ist hier geschrieben, was auch in der Bibel zu finden ist. Matthew 7. Okay, Matthew chapter. Yes, Matthew chapter 7. Matthäus Kapitel 7. Go to Matthew chapter 7. Gehen wir zu Matthäus 7. Vers 13. Und zwar fangen wir in Vers 13 an. So verse 13 says, Enter ye at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Bis Vers 14. So, we talked about this the last few days. What's the gate? Wir haben uns die letzten Tage das ein bisschen angeschaut. Was ist das Tor? The gate that you need to knock at when you come to the city. Okay, that might be true, but I'm being very specific. Where was Isaiah? Also wo befand sich Jesaja? At the porch, right, which is the gate, right? An der Säulenhalle, was auch das Tor ist. What's the gate? Und was ist das Tor? Come on, brothers and sisters. What did Isaiah see? Was hat Jesaja gesehen? He saw what? Christ high and lifted up. Okay, so Christ high and lifted up, right? Christus erhöht gesehen. Right? And if I be lifted up, I will Und wenn ich erhöht werde, hat Jesus gesagt, dann draw all men unto me. werde ich Right? alle Menschen zu mir ziehen. So what's the gate? Was ist also das Tor? The cross, right? Das Kreuz. This is what is illustrated here in verses 13 and 14. Das ist, was hier in Vers 13 und 14 zu sehen ist. Few are going to go to the cross and many are going to go some other way, right? Wenige werden ans Kreuz gehen und viele werden einen anderen Weg suchen. Now, Christ warned us about these, right? Christus hat uns über diese hier gewarnt. And it says, Jannes and Jambres, right? They're going to wax worse and worse, but they go no further, right? Und wir haben gelesen, Jannes und Jambres, die werden immer schlimmer und schlimmer und sie werden aber nicht weiter fortfahren. Because their folly shall be what? Denn ihre Torheit wird Manifest, right? Okay, so what is the line in the sand that you can't cross? Was ist die Linie auf dem Sand, die du nicht übertreten darfst? Oder kannst? No, there's a line, when you cross it, you can't go back. Es gibt Finger of eine God. Linie, die, wenn du sie übertrittst, kannst du nicht wieder zurückgehen. Look, the Sabbath, when you break the Sabbath willfully, that's it. Your probation is closed. Das ist der Right? Sabbat. Wenn du den Sabbat bewusst brichst, dann ist deine klare Zeit vorbei. Right? Richtig? She's used this expression many times. It's the demarcation line, she calls it, right? Sie nennt das immer wieder als diese Demarkierungslinie. When you look at the 4 abominations in Ezekiel chapter 8, Wenn wir uns die 4 Gräuel aus Hesekiel 8 anschauen, okay, which abomination is it the Lord acts? unter welchem Gräuel fängt der Herr an zu handeln? The 4th one, right? Im 4. Gräuel. We know that when you bring the 4th generation or the 4th abomination, the 4th part of the statute brings you to this test, right? Der 4. bringt dich immer hier zu diesem Test. Okay, when you bow down and worship the Son, willfully disregarding God's commandments, right? Also In the wenn du test, then you receive the niederfällst mark of the und beast. bewusst die Sonne anbetest, dann
den Test versagt. Und you said you received the mark of the beast. Yeah, you see the mark. Und dann erhältst du das Malzeichen des Tieres. So, in this quote that we read, right? In dem Zitat, das wir gerade gelesen haben, when they go in the cities and do this work, what do they do? wenn sie in die Städte gehen und dieses Werk tun, was tun sie dann? They lightly regard the Sabbath, right? Dann betrachten sie den Sabbat leichtfertig. Go back to Matthew 7, Gehen wir zurück zu Matthäus Kapitel 7, verse 15. Vers 15. Because it says, beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves, right? So, if they've got sheep's clothing on, they're claiming to be Christians, right? Also wenn sie diese Schafsgewänder anhaben, dann bekennen sie Christen zu sein. And I put it to you, this is a representation of Jannes and Jambres that come down to this point and go no further. Und das ist auch eine Darstellung von Jannes und Jambres, die hinabgehen bis zu diesem Punkt und aber nicht mehr weiter fortfahren können. Because just turn the page in Matthew 7 and verse 24. Gehen wir jetzt zu Matthäus 7, Vers 24. It says, therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. And the rain descended, the floods came, the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded on a rock. And every one that heareth these sayings of mine and doeth them not, shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. So what two classes do you have? Das Vers 27. Was für zwei Gruppen haben wir hier? The wise and the foolish, right? Die Weisen und die Törichten. Just Sister White tells us that it's a parallel to Matthew 25, right? Und Ellen White sagt, das ist eine Parallele zu Matthäus 25. When do the foolish realize that they have no oil? Wann erkennen die Törichten, dass sie kein Öl haben? Okay, when the cry goes out at midnight. Wenn der Ruf am Mitternacht ergeht. Right, that's what it says in the parable, right? Das sagt es ja im Gleichnis. So this point right here is when the cry is going to be given, right? Also das hier ist dann der Punkt, wo am Ende der Kleinzeit des Friedens, wo der Ruf ergeht. Okay, so when they go into the cities and do a wonderful work and lightly regard the Sabbath, it's a sign for you, right? Also wenn sie in die Stadt gehen und dieses wunderbare Werk tun und den Sabbat leichtfertig betrachten, das ist ein Zeichen, was du sehen musst. You have to recognize it and flee to Christ, right? Das musst du erkennen und zu Christus fliehen. Because the investigative judgment of the living, which is your life and death test, is about to begin, right? Das Untersuchungsgericht an den Lebendigen, was dein Test auf Leben und Tod ist kurz davor zu beginnen. And it begins when the cry is given at midnight, right? Und dieses Untersuchungsgericht fängt dann an, wenn der Ruf zu Mitternacht gegeben wird. But I want you to understand that those that give the cry are those that recognize the sign and flee to Christ. Ich möchte euch zeigen, dass diejenigen, die den Ruf geben, sind diejenigen, die das Zeichen erkannt haben und zu Christus geflohen sind. Right? Wirklich? I want you to see this. Right? Ich möchte, dass ihr das seht. Because, okay, so when you go back to this quote from First Selected Message 204, Wenn wir zurückgehen zu dem Zitat hier von 1 SM 204, the last line, der letzte Satz, it says, their foundation would be built on the sand, and storm and tempest would sweep away the structure. Right? Matthew 7, right? das ist aus Matthäus 7 entnommen. The foolish virgins realize at that point that they have no oil, Die right? törichten Jungfrauen erkennen, dass sie kein Öl haben zu dieser Zeit. Okay? These are these false prophets, the Jannes and Jambres, that go no further, Das sind right? diese falschen Propheten Jannes und Jambres, die nicht weiter fortfahren werden, Because they lightly regard the Sabbath. weil sie den Sabbat leichtfertig betrachten. But a question to you, who is fulfilling this quote right here at this present time? Aber Frage an euch, wer erfüllt dieses Zitat jetzt zu unserer Zeit?
Don't look at me. Look at the code. All the points are in there, right? Schaut mich nicht an, sondern schaut New das Zitat an. organization. Und Right. dann So könnt ihr die ganzen Punkte zusammenbringen und erkennen, wer das erfüllt. a new organization, right? Also wir haben einmal eine neue Organisation, sagt es hier, die gegründet wird. Yes. What else? Was sonst noch? Was für Punkte haben wir noch? Intellectual philosophy. Also ein System intellektueller Philosophie. Yes. It's and right. What else? Was sonst noch? Oh, yeah, new organization. Okay, books of a new order, right? Bücher einer neuen Ordnung. Foundation, principles. Okay. They reject the foundation. Sie verwerfen das Fundament. Okay, so when they reject the foundation, what are they rejecting? Wenn sie das Fundament verwerfen, was verwerfen sie? Christus, ja. Yes, but in a prophetic sense. Aber in einem prophetischen Sinne. Yes, okay, so what is that? What are they rejecting? Die alten Pfade, What they were given at the beginning, das, right? was ihnen am Anfang gegeben wurde. Because, yes, right here, this is where you're established on the foundation of truths, right? Also hier wirst du ja etabliert auf den fundamentalen Wahrheiten. Okay, in the sense that everything you're given in the beginning doesn't change. This is what they're rejecting what they received at the In beginning. dem Right? Sinne, dass alles, was hier am Anfang gegeben wird, das soll ja nicht verändert werden. Es gibt kein neues Gebot. Und sie verwerfen es immer. Okay, what sort of work are they going to do? Also was für eine Art von Werk werden sie tun? A wonderful work, right? Ein wunderbares Werk. And what's the wonderful work according to Matthew 7? Und was ist das wunderbare Werk gemäß Matthäus 7? Yes, they're going to be doing false miracles, Sie right? werden falsche Wunderwerke tun. How are they able to do those false miracles? Wie werden sie, oder wodurch werden sie in der Lage sein, diese falschen Werke zu tun? Sorry? So Satan. Yes, but give me a biblical explanation. What did they receive? Also durch Satan, ja, aber gib mir eine biblische Veranschaulichung. Was werden sie erhalten? Strong delusion, right? Starke Täuschung. Because they didn't believe the truth, right? Weil sie der Wahrheit nicht geglaubt haben. Now you're going to have to face this, right? So you have to understand it. We already mentioned that they likely regard the Sabbath. Yes, right? So I'll just put they reject the Sabbath basically because that's what they're doing, right? If you lightly regard the Sabbath, you're rejecting it, whether you can argue that point. Also sie betrachten den Sabbat leichtfertig. Okay, now, so do we see this now, right? So this is the sign, right? Das ist das Zeichen, das wir erkennen müssen. And immediately you got to flee because the cry is about to be given, and the cry marks the beginning of your text, right? Und du musst sofort flüchten, denn der Ruf steht davor, oder kurz davor gegeben zu werden, und das ist dein Text. Okay, so who fulfills this? Wer erfüllt diese ganzen Merkmale? Is Brother Jeff fulfilling this? Erfüllt oder Jeff diese Merkmale? No, wrong answer. Who is fulfilling that? Nein. Wer erfüllt es? Parminder is the one that's fulfilling it. Parminder erfüllt es. He's the one that set up a new organization. Ist derjenige, der eine neue Organisation gegründet hat. He's the one that's rejecting all the past truths. Ist derjenige, der die ganzen vergangenen Wahrheiten verwirft. He's the one that's putting doubt upon the spirit of prophecy, upon inspiration. Ist derjenige, der
Zweifel auf den Geist der Weissagung gelegt und die ganzen Inspirationen. He's the one that brought in this heretic doctrine about being holy when you're speaking false things, right? Er hat diese Irrlehre reingebracht, dass man heilig sein kann und die ganzen falschen Dinge verkündigt. He puts on this holy garment upon himself, yet his heart is corrupt, right? Er zieht dieses heilige Gewand an und sein Herz ist immer noch korrupt. Okay, they're completely, because it likens the same people that's marked as Jannes and Jambres are likened unto those in Sodom and Gomorrah. Dieselben Leute, die als Jannes und Jambres dargestellt werden, werden auch mit denen Sodomitern verglichen. Because you got a parallel with other chapters of the Bible. What's Sodom and Gomorrah? What's it all about? Wofür steht Sodom und Gomorrah? Was versinnbildet ist. About sodomy and licentiousness, right? Sodomie und Lüsternheit. And Parminder's group, what are they upholding? Und Parminders Gruppe, was halten sie aufrecht? The rights of LGBT. Yeah, gay rights, right? Diese Schwulenrechte. Okay, so you can see that Parminder is the one that's upholding all this. So who is it that we have to see going into the cities? Also Parminder ist derjenige, der all das hier erfüllt. Deswegen, wen müssen wir auch sehen, dass er in die Städte geht? Because this right here is the line that you can't cross. Das hier ist diese Linie, die man nicht übertreten darf, right? Den Sabbat zu verwerfen. Okay, now let's read this next quote. Lass uns das nächste Zitat lesen. From Christian Service 155. Von CHS 155. It says, David prayed, "It is time for thee, Lord, to work, for they have done what? Made void thy law." Zeit für dich zu wirken, denn sie haben dein Gesetz außer Kraft gesetzt. Okay, now it's been, you have to understand, they've been breaking God's law for a long time, but this is very specific. Right? Also sie brechen natürlich Gottes Gesetz schon seit langer Zeit, aber das spricht über einen bestimmten Zeitpunkt. It says, "This prayer is no less pertinent at the present time. The world has gone astray from God, and its lawless state should strike terror to the heart, and lead all who are loyal to the great king to a work of a reformation. The papal power has thought to change the law of God by substituting a spurious Sabbath for that of Jehovah, and all through the religious world the false Sabbath is revered, while the true one is trampled beneath unholy feet. It is on the law of God that the last great struggle of the controversy between Christ and his angels and Satan and his angels will come, and it will be decisive for all the world. Men in responsible positions will not only ignore and despise the Sabbath themselves, but from the sacred desk will urge upon the people the observance of the first day of the week, pleading tradition and custom in behalf of this man-made institution. They will point to calamities on land and sea, to the storms of winds, the floods, the earthquakes, the destruction by fire, as judgments indicating God's displeasure because Sunday is not sacredly observed. Stop there. Where are we on our line? Also wir haben jetzt fast alles gelesen. Wo sind wir auf unserer Linie? Sie sagen, dass die ganzen Gerichte Gottes Unmut sind, weil Sonntag nicht heilig gehalten wird. No. Look, you're after, right? Why after? Also nach dem Sonntagsgesetz. Und warum nach? The punishments. Okay, because already these punishments are all fallen and the people are now looking for a scapegoat, right? Bereits die Gerichte fallen und die Leute schauen jetzt nach einem Sündenbock. Right? It says they've already made it void, and all these things are a result of them making it void. Right? Also es steht, dass sie das Gesetz bereits außer Kraft gesetzt haben und diese ganzen Sachen sind ein Resultat, also die ganzen Gerichte sind ein Resultat, weil sie das außer Kraft gesetzt haben. So they're looking for somebody to blame all this trouble upon, right? Sie schauen nach jemandem aus, auf den sie die ganze Schuld schieben können. I'll read the highlighted bit again. It says,
They will point to calamities on land and sea, to the storms of winds, the floods, the earthquakes, the destruction by fire, as judgments indicating God's displeasure because Sunday is not sacredly observed. These calamities will increase more and more. One disaster will follow close upon the heels of another. And those who make void the law of God will point to the few who are keeping the Sabbath of the fourth commandment as the ones who are bringing wrath upon the world. This falsehood is Satan's device that he may ensnare the unwary. Right? So, the point is, where do they deliver you up for not keeping the Sabbath? Wo werden sie dich ausliefern, For not keeping Sunday shoes. weil du den Sonntag nicht heilig hältst? Here, right? Im Mitternachtsruf. Okay, that's why when you see this sign coming here about God's people going into the city to do this work, it's time for you to flee, right? Also wenn du siehst, dass die Städte gehen, um dieses Werk zu tun, dann ist es Zeit für dich zu fliehen. Now the external, right, is to teach you about the internal, right? Das Externe soll dich ja etwas über das Interne lehren. Go to the next quote. Gehen wir dazu zum nächsten Zitat. The psalmist says, "They have made void thy law, therefore I love thy commandments above gold, yea, above fine gold." When men press close to the side of Jesus, when Christ is abiding in their hearts by faith, their love for the commandments of God grows stronger in proportion to the contempt which the world puts upon his holy precept. It is at this time that the true Sabbath must be brought before the people by both pen and voice. As the fourth commandment and those who observe it are ignored and despised, the faithful feel that is the time not to hide their faith, but to exalt the law of Jehovah by unfurling the banner on which is inscribed the message of the third angel, the commandments of God and the faith of Jesus. Let not those who have the truth as it is in Jesus give sanction even by their silence to the work of the mystery of iniquity. Let them never cease to sound the note of alarm. Let the education and training of the members of our churches be such that the children and youth among us shall understand there are to be no concessions to this power, the man of sin. Teach them that although the time will come when we can wage war only at the risk of property and liberty, yet the conflict must be met. In the spirit and meekness of Christ, the truth is to be manifested and advocated as it is in Jesus. Wealth, honour, comfort, home, everything else is to be a secondary consideration. The truth must not be hid. It must not be denied or disguised, but fully avowed and boldly proclaimed. The Lord has faithful watchmen on the walls of Zion, to cry aloud and spare not, to lift up their voice like a trumpet, and show his people their transgression and the house of Jacob their sins. Who gives that cry? Wer gibt diesen Ruf? John the Baptist. Johannes der Täufer. And what I want you to see is, look, when they make this Sunday law, yes, you're going to be claiming that promise, they've made void thy law. But I want you to see that this is really marking the point, because it's marking where God's people break that law, and that you have to be pleading now, right, as never before, because that's the sign. Also es stimmt zwar, dass auch am Sonntagsgesetz der Ruf ergeht, sie haben sein Gesetz außer Kraft gesetzt, aber es ist am Mitternachtsruf, wo Gottes Volk das tun wird und du jetzt wirklich mit dem ganzen Herzen flehen musst. Right? So this sign there, they go into the cities, what is it you're looking for? Das ist das Zeichen, dass sie in die Städte gehen. Was musst du da genau beobachten? And they break the Sabbath, right? Wenn sie den Sabbat brechen. So when they go into the cities, you have to flee to Christ. And when they break that Sabbath, what are you now giving? Also wenn du in die Städte gehst, dann musst du zu Christus fliehen. Und wenn sie den Sabbat brechen, was musst du dann tun? Was musst du geben? The cry. Den Ruf, die Right? finale Warnung. This is the Lord as faithful watchmen on the walls of Zion, to cry aloud and spare not, and lift up their voice like a trumpet, and show my people their sins.
right? Man muss dann hier, wie Jesaja 58, Vers 1 sagt, deine Stimme erheben wie eine Posaune und sein Volk dann die Übertretung und die Sünden aufzeigen. Sister White parallels this to John the Baptist giving his message, right? Und Ellen White vergleicht das mit Johannes dem Täufer, als er seine Botschaft gab. And on the reform lines, this is the point that John is raised up and begins to preach. Und auf der Reformlinie ist das, wo Johannes aufgerichtet wird und anfängt zu verkündigen. Okay, the fourth is marking the point where they turn their back on the Sabbath, right? Und es ist ja das vierte Gräuel, wo sie ihren Rücken dem Sabbat zuwenden und die Sonne anbeten. Right? Okay, so we're going to stop there. Also wir werden jetzt hier abschließen. There's much more we can discuss, but we'll do that tomorrow. Da gibt es noch viel mehr zu diskutieren darüber, aber das können wir dann morgen weitermachen. But I want us to see, at least and understand, that we can see the glimmerings of this about to take place, right? Aber ich möchte, dass wir erkennen, dass wir sozusagen die ersten Schimmer davon sehen können. So we must use this time, right? We must use this time to make the preparation because when this happens, you just got to flee, right? It's going to be too late to make any preparation. Wir müssen jetzt die Zeit nutzen, wir müssen jetzt die Vorbereitung treffen, denn wenn das eintritt, das Zeichen, dann müssen wir fliehen und dann gibt es keine Möglichkeit mehr, großartige Vorbereitungen zu treffen. Right? We must have our minds concreted with these truths. Wir müssen unser Verstand wirklich mit diesen Wahrheiten zementiert haben. Because Satan is going to come down here, right? Represented by these false prophets. Denn Satan wird ja hier herabkommen, dargestellt durch diese falschen Propheten. They're going to be filled with an unholy influence. Und sie werden erfüllt sein mit einem unheiligen Einfluss. Right? And if we are not grounded on the truth, we will be deceived. Und wenn wir nicht in der Wahrheit gegründet sind, dann werden wir verführt werden. Right? Richtig? What does it mean for us to flee? Was bedeutet das jetzt für uns zu flüchten? To flee to Christ? Yeah. Get on your knees and pray like you've never prayed before. Das bedeutet es, zu Christus zu flüchten, auf deine Knie zu gehen und zu beten wie noch nie zuvor. Right? It's And to put everything yes. away that You gotta. is in between you and Christ. We have to talk. We have to look more at this point exactly what it means, but. Und natürlich auch alles aus dem Weg zu räumen, was noch irgendwie zwischen dir und Christus ist. Aber wir müssen auch noch genauer auf diese Zeit hier schauen, was sie noch alles konkret für uns beinhaltet. But it just means that when you see this, you're going to Christ, and first and foremost, you're looking to Him for direction, for the strength, and you're searching your heart, making sure your heart is pure, and there's nothing there that's going to cause you to stumble when this point comes. Also wenn du zu Christus fließt, dann schaust du nach Führung und Leitung und auch, dass du stellst sicher, dass da nichts im Herzen mehr übrig ist, was irgendwie dich von ihm trennt. Right, so already we should be beginning that work, right? Und schon jetzt sollten wir anfangen, dieses Werk zu tun. Okay, you don't want to leave it to the last moment. Und wir sollten das nicht bis zum letzten Moment aufschieben. Amen. Mhm.